Herzlich willkommen zurück zu einem zweiten Session Breakdown von einem Album, von einem Song des kommenden Lord of Lost Albums. Heute geht es um den Song For They Know Not What They Do, die zweite richtige Single. Und ich bin Chris aus den Chameleon Studios und Sänger von Lord of Lost. Das ist Benny aus den Chameleon Studios. Wir sind hier in unserer Mixing Suite. Und Benny ist Co-Produzent des Albums und maßgeblich verantwortlich für Mix und Mastering. Und wir arbeiten seit nunmehr 10 Jahren zusammen an diversen Sachen. Unsere Arbeit zusammen hat begonnen damals auch mit Arbeit an Lord of Lost zum zweiten Album Antagony. Ist jetzt wirklich 10 Jahre her, ne? Ja. Fast mehr schon. Oder ein bisschen. Wir kennen uns jetzt, glaube ich, seit 12 Jahren. Ja, irgendwie so. Krass. Und ja, jetzt sitzen wir hier mit unserem 7. Lord of Lost Album und wir möchten euch so ein bisschen was zeigen. So die einzelnen Puzzleteile, die einzelnen Zutaten, aus denen so ein Song gekocht wird. Und wir haben uns bei dem ersten Session Breakdown zu Priest haben wir uns maßgeblich auf die Drums konzentriert. Heute möchten wir ein bisschen mehr auf Gitarren und Bass eingehen. Da gibt es nämlich auch ein besonderes Konzept. Und wenn ihr den gesamten Song gerne hören möchtet, dann werdet ihr hier unter diesem Video auf jeden Fall einen Link zu dem Video des Songs und damit auch zu dem Song finden. Wenn ihr ihn noch nicht kennt, drückt kurz auf Stopp, öffnet ein neues Fenster, hört ihn euch an. Ich würde gerne erstmal ganz kurz so aus der Vogelperspektive auch hier in diesen Song von oben reinzoomen quasi. Wenn ihr einmal ganz kurz rein optisch schaut, wir fangen oben an. Alles, was dunkelblau ist, sind echte Drums, oder alles, was zum echten Schlagzeug an Sounds dazugehört. Alles, was ein bisschen heller wird, ist alles das Metall von den echten Drums, also Overheads, Räume etc. Becken, sowas alles. Genau. Alles dieses dunkelgrüne, da kommen wir im Bereich von Percussions, elektronische Beats etc., weil wir auch hier, wie auch schon bei dem ersten Session Breakdown, hörbar ein Hybridkonzept fahren aus den Bestandteilen organisches Drumset, elektronische Beats und viel mit Samples und Percussion on top. Alles, was orange ist, gehört zu Basssignalen, also Bassgitarre, aber eben auch synthetische Bässe. Und wollen wir einfach parallel schon mal kurz in die Gruppen reinhören? Ja, ne? Ja, gleich von oben oder was? Ja, lass mal ganz kurz erstmal alles Rhythmische hören. Also alles Rhythmische zusammen. Und suchen wir uns einfach mal einen Part, wo ein bisschen was passiert. Das ist hier Einstieg in den letzten Chorus. Einstieg. Hier, Übergang vom C-Part in den Chorus müsste das sein. Zum Beispiel, genau. Der Fulltime-Chorus mit dem Drum and Bass Beat, ne? Ja, ist hier nicht der Chorus? Ja, doch, genau. Da beginnt er, genau. Davor ist dieser... Aber, ich habe im Chor geguckt. Ja. Alles gut. Können wir hier aus dem C-Part in den Chorus reingehen. Dann haben wir hier einmal alles Rhythmische bis hier unten. Nähmaschine. Ja. Und ihr merkt schon so alleine, könnte das auch von einer Drum and Bass Party sein in dem Moment. Ja. Wir haben ja sogar eine Drum and Bass Party am Start. Dann die Bässe. Und der Chorus. Da hört man jetzt auch schon wieder ganz deutlich, dass hier eben auch synthetische und echte Sachen zusammenspielen. Dazu gleich mehr im Detail. Und wir gehen mal in die Gitarren rein. Jo. Die Gitarren klingen auch eher nach Sägezahn oder Rechteck-Synthesizer-Wand. Warum das so ist, werdet ihr auch gleich noch hören. Dann haben wir ein paar synthetische Signale. Unterstützung. Ja, aber die tatsächlich so ein bisschen sind wirklich gar nicht richtig da. Mach doch mal alles, was grün ist, an. Also ab Tubes bis Strings. Genau, dazu gehören hier so ein paar unterstützende Sachen aus der Dose irgendwie und dann hauptsächlich aber hier das Piano. Dann Orgel aus der Kirche natürlich, tatsächlich in der Kirche aufgenommen. Und die aufgenommenen Strings.
Genau. Und dann hören wir nochmal ganz kurz in die Vocalgruppe rein. Also alles, was mit Chor zu tun hat und mit meiner Stimme. Genau, hier oben sind die verschiedenen Chorspuren, auch alles aufgenommen. Die Sopranspuren, auch unterschiedliche Sänger auf dem Sopran, ne? Nicht einfach nur gedoppelt. Genau. Alt, Tenor und hier unten deine Vocals. Love, forgiven, I don't know you feel. Genau, und da seht ihr auch verschiedene Gesangsspuren, also nicht einfach nur ein Sänger, dazu auch später mehr in einem weiteren Session Breakdown. Ich möchte mich heute erstmal so ein bisschen beschäftigen, maßgeblich so mit Gitarren und Bässen, aber eine Sache ganz kurz, wo du sagtest, wir haben ja auch einen Drum and Bass Beat, lass uns das trotzdem mal kurz zeigen. Finde ich nämlich ganz interessant, um hier dem Drumset noch ein bisschen diesen Drum and Bassigen Sound zu geben, läuft da tatsächlich auch noch was mit. Zeig dir mal ganz kurz Solo. Und die Heads. Klingt natürlich allein total Banane und eigentlich total aus einem anderen Genre. Zeigen wir das Drumkit. Genau, mal nur die Drums zusammen. Und dann kommt als leichte Klangfarbe mach mal ruhig mit Absicht ein bisschen zu laut den Drum and Bass Sound, dass man mal hört. Genau. Und diese, nennen wir es mal Hybrid-Technik, die zieht sich natürlich hier tatsächlich durchs ganze Album durch, mit verschiedenen Einflüssen, verschiedenen Genres. In diesem Fall tatsächlich so ein leichtes Drum and Bass Feel, obwohl beim fertigen Song vermutlich keiner von euch an Drum and Bass gedacht hat, aber dieses leicht hektische Treibende, allein durch die Art des Grooves, das es erzeugt bei mir immer dieses Gefühl von Rastlosigkeit und Atemlosigkeit und dieser Drum and Bass Beat Sound hilft. Ja, baust echt gerne ein. Total. Auch das Pattern an sich, auch bei anderen Songs. Ich mag das Pattern total, ja. Obwohl es eigentlich total Banane ist in so einem Genre. Also ja, aber man könnte es auch einfach Four to the Floor. Das ist halt. Genau, aber es macht es dann halt irgendwie nicht schnell genug. Nee. Es ist dann halt einfach nur gerade tanzbar. Dasselbe Tempo ist. Macht ein ganz anders, ganz keine Bewegung. Diese eine Bassdrum, auf die du etwas zu lange warten musst. Die aber dadurch auch dieses mit der Snare zusammen schneller wird. Also es ist schon... Zeugt ein Gefühl der Eile. Ja. Wir können noch mal ganz kurz davor in den Part gehen, nicht in den schweren Part. Da links ist das, glaube ich, oder? Den hier? Das ist der? Das ist Strophe. Muss dazwischen sein. Das ist der Butter-Part. Nee, 2 weiter links. Der? Genau. Magst du vielleicht was zu dem Beat-Pattern hier sagen? Was die Drums spielen? Ach, der Harmsche Gedächtnisbeat? Ich glaube, die Jungs nennen den Chris Harms Gedächtnisbeat. Ja, genau. Da haben wir, ich weiß gar nicht mehr, auf welchem Album das anfängt, aber auf jedem Album ist irgendwo dieser... fast jedem Song, glaube ich. So viel nicht, aber schon definitiv auf jedem Album, glaube ich, auch an dem wir arbeiten tatsächlich. Außer wenn wir jetzt nur Mix und Master machen, aber alles, was wir produzieren, wird irgendwo dieser Rhythmus verschandelt mit dem CHG. Der CHG. CHGB. Das Harms Gedächtnisbeat. Ja, eigentlich nur schweres, es ist meistens ja Halftime. Und dann noch mit einem Shiner oder mit einem anderen Hi-Hat im Off. Das Ding ist nämlich, wenn du einen schweren Beat durchspielst, dann hast Boom, Chuck, Bass, Snare und dann viertelst du irgendwie noch ein Becken dazu, fehlt mir manchmal die Geschwindigkeit und dieses Becken zu achteln bockt einfach nicht. Und wenn man dann dazwischen in diese Pausen eben noch eine offene Hi-Hat spielt, macht das diese Geschwindigkeit, ohne dem Ganzen die Entspannung zu nehmen, weil du eben nicht ein Element hast, was so durchnagelt. Und das habe ich jetzt auch nicht erfunden, auf gar keinen Fall, aber ich benutze es halt sehr häufig und deshalb haben irgendwann meine Bandkollegen das liebevoll den Chris Harms Gedächtnisbeat getauft, was mich sehr ehrt. Vielleicht kann man es irgendwann mal auf meinen Grabstein schreiben. Ja. Er missbrauchte den Beat so häufig, dass ihn keiner mehr hören mochte. Genau, oder sowas wie versuchte sich als Erfinder des Chris Harms Gedächtnisbeats zu etablieren. Ja. Und ganz wichtig, bitte nicht füttern auf dem Grabstein.
Ja, oder ich habe doch gesagt, ich bin krank. Das Schöne bei dem Beat ist aber auch, dass du ja noch mit der Seite spielen kannst. Du kannst wirklich, bei Aufnahmekram geht es auch sehr viel darum, Breite zu erzeugen und möglichst das ist zwischen links und rechts, ne? Genau, zwischen links und rechts. Und wenn er was aus der Mitte hört, ist es ja nur eine Phantommitte, weil eigentlich kommt das gleich aus beiden Lautsprechern und damit hört sich das an, als würde es aus der Mitte kommen. Und dadurch, dass man halt in die Achtel noch ein anderes Becken reinbaut, kann man das natürlich auf einer Seite machen, eine Seite sehr kräftig bedienen, oder man wechselt diese Achtel, das Becken, was auf die Achtel kommt, auf die andere Seite und kann so das Frequenzspektrum über die ganze Stereobreite, also links und rechts, auch noch füllen. Ich habe eine gute Idee. Wir hören mal Solo in den Chris Harms Gedächtnisbeat rein. Wow. Machen wir. Crazy, oder? Ja, da hört man es immer. Genau, die hört auch auf Stereo-Seite, wo das Becken ist und wo die Hi-Hat ist. Genau. Und dann geht's in den Drum and Bass Beat. Genau. So, das aber nur als kleiner Exkurs. Ganz kurz mal zum Konzept Bass, Gitarren. Lass uns doch mal ganz kurz für zum Beispiel diesen schweren Part, wo wir gerade waren, der ist geil. Mal Bass und Gitarren und alles auch, was an Synthesizern im Bass- und Gitarrenbereich läuft, hören. Jo. Klassisches Beispiel für das Konzept des Sound Layerings, was viele Genres für sich beanspruchen. Die Leute aus dem Elektro sagen, Sound Layering haben wir erfunden, wir bauen uns einen Bassdrum-Sound aus 10 Bassdrums. Aus anderen Genres haben es wiederum andere erfunden. Eigentlich hat es die Klassik erfunden. Wenn ihr euch ein klassisches Orchester anschaut, ihr habt dort 50 Musiker, 100 Musiker, die spielen ja nicht alle was Verschiedenes, sondern es gibt verschiedene Instrumentengruppen und auch die spielen nicht alle was Verschiedenes. Ihr habt zum Beispiel die ersten Geigen, die häufig für Liedmelodien zuständig sind, ähnlich wie ein Sänger in einer Band zum Beispiel. Und wollt ihr jetzt gerne dieser Liedmelodie mehr Kraft geben, dann werden sie typischerweise häufig von den Oboen zum Beispiel gedoppelt, die mit ihrem etwas nasalen Frequenzspektrum den Geigen Kraft verleihen. Wenn das nicht reicht, machen die Trompeten mit. Also habt ihr auf einmal 3 Sounds, die zu einem Sound werden. Und das ist etwas, was wir hier auch machen. Dann machen wir uns nichts vor. Wenn ihr das zusammen hört, denkt ihr erstmal, wieso ist doch ein fetter Sound? Ist doch eine Walze, ein Instrument. Und das stimmt. Besteht natürlich aus verschiedenen Elementen. Genau, gucken wir uns mal zuerst den Bass an. Da haben wir einmal den Bass von Klaas. Also Bassgitarre im klassischen Sinne. Knackt da was? Seitenknacken. Gedoppelt mit diesem Fass-Sound. Klingt zusammen dann so. Da sind wir wieder bei dem, was wir beim letzten Video schon meinten, dass sich gar nicht richtig trennen lässt, weil eigentlich hätte ich jetzt fast eher gesagt, dass der Fass eher die Gitarren doppelt. Ja, der ist irgendwo dazwischen. Aber es ist halt irgendwo dazwischen. Also für die Nerds, bevor ihr fragt, dieser Sound ist aus dem Spectrasonics Omnisphere und heißt irgendwas mit Bitch oder so, weiß nicht, irgendwie so ein Sägezahnbass, den ich mit einer Plugin-Emulation des Boss Metal Zone Gitarrenpedals. Ach nee, Quatsch, nicht. Nee, dann hieß er Mega Metal, der heißt Mega Fass. Ja. Den habe ich mit irgendeinem Fasspedal kaputt gemacht. Ich glaube auch Logic intern, dieser Candy oder was? Nee, nicht Candy, dieser flauschige, wie heißt denn das? Mega Fass, Flurry Fass, so ein blauer. Egal, findet ihr ein blaues Fasspedal. Monsterfass, ja. Genau. Sieht aus wie ein Monster, genau. Damit ist der gemacht. Und auf dem gesamten Album ist es so, dass der Bass hier eigentlich von verschiedenen Signalen bedient wird. Also einmal von der Bassgitarre, dann von synthetischen Bässen und eben auch vom Kontrabass, der war, glaube ich, ein Kontrabass ist hier auch vorhanden, aber an anderen Parts, ne? Ja. Wir haben viele Parts noch von einem Kontrabass gestrichen, doppeln lassen. Wo wir schon hier sind, können wir auch mal reden, das ist der Demo-Bass. Das ist der Demo-Bass hier. Ach ja, genau. Den Vers ein bisschen interessanter. Der ist beim Songwriting, glaube ich, gleich eingespielt worden, ne? Genau, ich habe den Song geschrieben
zusammen mit Benji aus unserem Studioteam und habe den Bass beim Songwriting eingespielt in den Strophen mit diesem dreckigen Sound aus dem Game Changer, also durch den Game Changer Plasma Coil, glaube ich. Und der klang irgendwie so cool und beim Einspielen im Studio hat man so gemerkt, irgendwie der Charakter des Demos, der war es irgendwie. Der Sound war besser bei der Aufnahme dann, aber der Charakter nicht. Also ist das so ein typischer Fall von, man behält die Layout-Spur. Das kann passieren. Zeig doch mal ganz kurz einen Kontrabass. Wo haben wir den denn? Wir haben gerade ruhige Passagen vom Kontrabass, oder in dem Fall nur das Outro, glaube ich, ne? Gestrichener Kontrabass doppeln lassen. Genau. Übrigens gnadenlos platt komprimiert mit dem 1176. Ich kann mir vorstellen, super. Nochmal eine Sache, ich kann mir vorstellen, dass die Nerds unter euch, die ein bisschen Tontechnik Arbeit machen, sich fragen, warum die Wellenform so groß eingestellt ist oder ob alles total übersteuert ist. Also wir können sie kleiner machen. Der Grund, warum wir sie immer so groß haben, ist, dass man selbst kleinste leise Fitzel sieht und auch wirklich, wenn noch irgendwo ein Knackser ist oder irgendwas, was einem nicht passt, dass man sieht, dass das in der Spur enthalten ist. Deshalb arbeiten wir am Ende von solchen Mixen tatsächlich häufig in dieser ultra hohen Wellenform. Das ändert nichts am Sound. Das ist nur eine Anzeige. Also es sieht übersteuert aus. Kann auch ganz leise aussehen. Genau. Oder ganz laut. Das Soundlayering zieht sich bei den Gitarren durch. Wir haben von Anfang an gesagt, wir möchten keinen normalen Metal- oder Rock-Gitarren-Sound, sondern wir möchten gerne als Hauptzerre mit den Game Changer Plasma-Produkten arbeiten. Plasma Pedal, Plasma Coil, Plasma Rack. Das ist eine Verzerrung, die tatsächlich im Hochspannungsbereich durch eine Xenon-Plasma-Röhre erzeugt wird. Ganz super interessant. Wenn euch das interessiert, checkt mal Game Changer Audio. Und macht einen ganz, ganz besonderen Sound, der so ein bisschen wie eine moderne Variante von dem klassischen Jimi Hendrix Fuzz-Sound klingt. Und damit muss man anders spielen, weil man eine Gitarre damit nicht so bedienen kann wie mit einem normalen Metal-Amp. Und lass uns doch vielleicht wollen wir erstmal in die Gitarren generell reinhören in den Part und dann einzeln? Das wären die hier. Das ist jetzt Amp zusammen mit Plasma, ne? Genau, wir haben hier nur den Amp. Das waren Dietze VH4. VH2, sorry. Mit einem Sennheiser D421. Der M421, warum steht denn der D? Egal. Für Dietzel. So. Also Abkürzung G, Gitarre, D, Dietzel. Und Mikro ist dann MD421. Genau, und hier ist ein SM57 am selben Amp, also die stehen beide nebeneinander, die Mikros. Das klingt dann so, der Amp. Zeig ich mal die Mikros einzeln, weil man nimmt zwei Mikros, weil jedes Mikro eine andere Klangeigenschaft hat. Mikrofone klingen unterschiedlich und das MD421 macht ein bisschen knochigeren Sound, das SM57 ein bisschen kreischigeren und so kann man durch das Verhältnis der beiden Mikrofone sich einen Sound zusammen mischen. Genau, haben wir einmal den Sound hier vom MD421, das vom SM57. Ist mir wenn man die Beine zusammenpackt. Genau, wird jetzt auch lauter. Lauter ist immer geiler, ist natürlich ungerecht, ne? Aber ja. Ja. Genau, und dann haben wir hier GPC1. PC steht für Plasma Coil, also Gitarre, Plasma Coil. Das ist dieses kleine gelbe Plasma Pedal, was super kaputt klingen kann. Genau, und das ist, nochmal kurz zur Erklärung, das Signal es kam quasi aus der Gitarre raus und wurde dann gesplittet. Also es wurde jetzt hier fürs Plasma Coil, ist das, ne? Genau. Nicht extra nochmal aufgenommen, sondern während Pi das eingespielt hat, wird das Signal, was aus einer Gitarre kommt, aufgeteilt auf 3 verschiedene. Genau, also diese 4 Spuren. Genau. Also das wird alles gleichzeitig gespielt. Ja. Genau. Deswegen wird es auch, jetzt wieder für die Audio-Nerds, habe ich das hier gleichzeitig behandelt und habe fast nur Bearbeitung auf der Subgruppe. Hier in einer Gruppe dann, genau. Ja, genau, kann man hier sehen, das ist die Subgruppe. Genau, auf den einzelnen Spuren passiert gar nichts, außer nicht mal Latenzausgleich hier. Dazu kommen wir gleich auch nochmal. Genau. Kann man interessante Sondern Sachen die sagen. Bearbeitung dann alles nur, weil es halt gleichzeitig gespielt wurde und deswegen habe ich das als einen großen Sound genommen, auch wenn es 4 einzelne Signale Das, was bei den Einzelsignalen passiert ist, passiert dann häufig auch schon analog bei der Aufnahme, dass da bestimmte EQs oder Kompressoren eben bei der Aufnahme stattfinden. Und ganz wichtig, die ganzen Plasma-Produkte sind nicht nochmal durch einen Amp gegangen, sondern wirklich direkt aus dem
direct out des Plasmaproduktes raus, also wirklich das reine Fleisch, ja, also die reine Plasmazerre, hört's euch an. Ja. Plasmakeul. Das ist so geil, ne? Und jetzt mal das Plasma Rack. Das ist die Rack-Version in groß, die eine ganz andere Klangfarbe hat. Und wenn wir dabei sind, genau, nochmal beide zusammen gerne. Und den Amp dazu. Oh, und die Bässe nochmal dazu, ne? Hier hört man auch, was das für die Klangfarbe bringt. Bringt halt dieses Fizzlige und alles irgendwie auf 11 gedreht. Und jetzt nochmal die Bässe dazu. Monsterband halt. Ohne Bass. Und mal Solo aus. Wenn wir dabei sind, lass doch mal ganz kurz ins Intro reinhören, weil ich glaube, da haben wir auch einen Bass mit... Da, genau. Ja. Ein Bass mit Plasma gespielt. Den du im Rough Mix vergessen hast. Das ist genau, ja. Und das ist auch ein Layout gewesen, weil es klingt einfach so ultra böse. Also ich muss zugeben, Bassisten mögen gehört haben, dass ich die eine Seite nicht gut abgedämpft habe und das da einfach gerade so klang. Aber ja, das ist dann tatsächlich egal. Das ist dieser scheiß Egal-Moment. Ja. Das haben wir auch nochmal mit Pi gedoppelt. Ja. Und ich finde, was jetzt auch auffällt, wie laut eigentlich der Bass auf den Alben immer ist. Ich finde immer, dass man hat, also mir ging es zum Beispiel, bevor ich in der Audioindustrie angefangen habe, immer so, dass ich den Bass, es war immer so ein, ja, ich höre den Bass gar nicht spielen, aber wie massiv Sound wegfällt, wenn der Bass mal aus ist. Naja, es ist halt ein Instrument, was man zum großen Teil halt fühlt, ne? Ja, und nicht immer nur hört. Das ist so wie Kino ohne Subwoofer. Ja, bin auch keinen Bock. Es ist schon echt... fehlt halt viel. Ich möchte nochmal für die ja ganz in die Tiefe gehen, nochmal kurz eine Sache zeigen mit dem Sample Delay, mit der sogenannten Delay Compensation. Also ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Ihr habt jetzt 2 Mikrofone. Läuft das Band noch? Ja. Ihr habt 2 Mikrofone, ja, die sind jetzt vor so einem Verstärker. Warum überhaupt Mikrofone vom Verstärker? Nun ja, ein Verstärker macht den Sound und auch der Lautsprecher macht den Sound einer E-Gitarre aus, nicht nur die Gitarre. So, ihr habt jetzt diese beiden Mikrofone davor. Schall bewegt sich nicht endlos schnell. Das heißt, wenn jetzt das eine Mikrofon weiter weg ist oder näher dran, kommt es bei dem einen Mikrofon ein bisschen früher und bei dem anderen Mikrofon ein bisschen später. Das sorgt dafür, dass wenn diese Wellenformen sich dann nicht mehr kohärent überlagern, dass Auslöschungen stattfinden und ein sogenanntes Phasing entsteht und der Sound komisch hohl wird. Man ist jetzt teilweise damit beschäftigt, auf 1 Millimeter genau diese Mikros auszurichten, weil bei ca. 340 Meter pro Sekunde tatsächlich 1 Millimeter was ausmacht. Bei Lichtgeschwindigkeit wäre das in unserer Welt für einen Menschen scheißegal, Schallgeschwindigkeit nicht. 300.000 Kilometer pro Sekunde versus 340 Meter pro Sekunde ist halt ein Riesenunterschied. Ups, sorry, Handy. Man kann das jetzt manchmal gar nicht so exakt ausrichten, deshalb seid ihr in der Lage, später noch die Mikros virtuell um Samples zu verschieben. In diesem Fall arbeiten wir mit einer Sample Rate von 44.100 Samples pro Sekunde. Das heißt, die Verschiebung eines Samples wären jetzt eine 44.100 Sekunde. So, was das jetzt in Millimetern ist, könnte man sich jetzt ausrechnen, hätte ich auch vorher machen können, weiß ich gerade nicht. So, jetzt denkt man sich, naja, ein Sample, 2, 3, das wird man jetzt nicht wirklich hören. Wir machen jetzt mal Folgendes. Wir machen jetzt mal die beiden Mikrofone, MD421 und SM57, beide solo an. Und ihr hört die jetzt gerade, ihr seht unten diesen Delay-Ausgleich, da kannst du mal mit der Maus genau plus minus hingehen. So sind die Mikros, wie sie ausgerichtet waren bei der Aufnahme. Wir hören mal kurz. Jo. Und jetzt übertreibt doch mal und macht doch mal 20 Samples auf das eine drauf, dass wir es mal erstmal komplett übertrieben hören. Ja, klingt scheiße. So. Nähern wir uns mal nach unten, machen wir mal 10 Samples.
Klingt anders scheiße. So, und jetzt probieren wir mal 1. Gucken mal, was passiert. 2. Oh, wo sind die Höhen? 3. Fuck. Lass mal den Unterschied zwischen 0 und 1 hören. Ist da einer? Ja. Leicht gehen die Höhen weg. So Leute, eine 44.100 Sekunde. Ja, was das in Millimetern ist, bei 340 Metern pro Sekunde, ist unfassbar. Das heißt, wenn ihr arbeitet und ihr baut die Mikrofone auf und ihr arbeitet mit mehr als einem Mikrofon, führt das zu Problemen, wenn man es nicht richtig macht. Viele Lampen werfen viele Schatten, ja. So, das heißt, es macht einen Unterschied, ob die Mikros so stehen oder so oder so. Es macht wirklich einen Unterschied. Das ist nicht scheißegal and you cannot fix everything in the mix, ja, aber einiges. Und da kann man mit der Delay Compensation teilweise toll arbeiten. Ja. Gerade wenn nicht beide Mikrofone die geilste Position haben können, aus größentechnischen Gründen bei solchen Mikrofonen zum Teil, könnt ihr damit später spielen. Und das erspart euch unfassbar viel Stress. Nerdiger wird es heute, glaube ich, nicht mehr. Außer wir schauen uns noch mal so eine Wellenform an von so einer Plasma generierten Geschichte. Das ist weil für die Nerds unter euch, ihr erkennt, das sieht nicht mehr gesund aus. Richtiger Halbwellenbeschnitt hier. Ja. Das ist schon ein Rechteck mit einem Zahn. Ja. Also so sehen plasmagenerierte Wellenformen aus für den entsprechenden kaputten Sound. Ich glaube, müssen wir mal Solo hören, oder? Das ist gerade das, auf dem wir sind. Herrlich. Das ist so schön. Und da saust es halt auch sehr schnell durch. Ja, ich möchte euch noch eine Sache zeigen bei dem Song, bevor wir hier Schicht machen, weil bei dem nächsten Song, den wir uns anschauen, das Element nicht so präsent vertreten ist, und zwar die echten Streicher. Corvin aus unserem Produktionsteam und ich sind nach Bulgarien geflogen, um dort 2 Bratschisten und Cellisten aufzunehmen. Wir haben mit Absicht für dieses Album nur Bratschen und Celli genommen, keine Geigen, damit wir in diesem Low-Tuning-Element, in dem wir sind, in diesen tiefen und sehr moodigen Stimmung, dass wir eben auch in den Streichern dort bleiben, und wir hören da mal rein. Die sind mehrfach gedoppelt, dass dieses Orchester-Feeling entsteht. Aber es waren eigentlich nur 4 Musiker. 2. Sie am Anfang die Stelle. Wir gehen mal in so eine laute Nummer rein. Jo. Und ich möchte an dieser Stelle einen kleinen Shoutout machen für eine meiner absoluten Lieblingsbands, alte Kollegen von mir. Ich war früher mit denen schon auf Tour, als ich noch eine andere Band hatte und die auch noch eine andere Band waren, die mich sehr inspiriert haben, Streicher auf diese Art und Weise zu benutzen. Das ist die Band Kellermensch, eine der für mich großartigsten Bands, die es gibt, weil die eben nicht Streicher so benutzen, dass sie mit hohen Geigen die ganze Zeit nur Piep, 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 Staccato-Sachen machen und alles muss immer irgendwie cineastisch und groß und super hoch sein und schrill, sondern sich trauen, ganz abgespeckt und ganz stimmungsvoll und ja, intim schon fast mit Streichern zu arbeiten. Das hat mich bei Kellermensch immer extrem inspiriert. Und ja, ohne Kellermensch würden diese Streicher auf diesem Album wahrscheinlich auch so nicht klingen. Und das ist eine Band, die ihr euch unbedingt geben müsst. Es ist emotional top-notch. Wahnsinn. Ich würde sagen, wir sind durch mit dem Song und sehen uns dann ein paar Wochen wieder zu unserem 3. Session Breakdown, zu unserer nächsten kommenden Single, The Gospel of Judas. Weil ich will diesen Tagesschausprecher.